So, ich wollte mal ganz gerne zeigen, wie man sich selber in Virtual Reality filmen kann. Ich habe hier eine kleine VR-Anwendung für die Quest 3 gebaut, wo man eben so ein dreidimensionales Koordinatensystem hat und sich darin mathematische Funktionen anzeigen lassen kann. Und hatte dazu auch schon ein Video gemacht. Und dafür hatte ich die eingebauten Funktionalitäten der Quest 3 benutzt, um eben so Videos aufzunehmen. Da filmt man sich dann aus der Ich-Perspektive in einer relativ eingeschränkten Auflösung und vor allem auch im 4:3 Format. Und das wollte ich eben noch ein bisschen optimieren, habe mir gedacht, es wäre ja eigentlich ganz schön, wenn man sich so in der dritten Person auch irgendwie filmen könnte und, wollte eben auch die Qualitätseinstellungen und andere Einstellungen, wie zum Beispiel den Blickwinkel, das wollte ich alles ein bisschen besser im Griff haben. Ja, und was habe ich dafür gemacht? Ich habe erst mal in meinem Unity-Projekt hier so einen Avatar hier eingebaut. Das heißt, habe im Prinzip in ProBuilder einen Kopf und einen Körper modelliert und den in meinen Spiele-Controller irgendwo integriert, sodass jetzt, wenn ich mich hier bewege, entweder selbst im Raum oder mit Hilfe der Controller, dieses Modell hier jetzt meinen Bewegungen eben genau folgt. Und das sind hier natürlich auch meine echten Hände. Ja, sodass ich was habe, was ich aus der dritten Person irgendwo filmen kann. Und das Zweite, was ich brauchte, war halt eben eine Kamera. Um die zu zeigen, schalte ich mal in einen Ich-Perspektiven-Modus zurück. Ja, hier sehen wir jetzt diese Kamera. Im Prinzip ist das jetzt erstmal ein unsichtbares Unity-Kamera-Objekt. Ich habe dann aber noch hier diesen Kasten sozusagen drumherum gebaut, damit man was sieht und auch etwas in die Hand nehmen kann. Ne? Ich kann ja diese Kamera natürlich jetzt hier in die Hand nehmen und beliebig im Raum verschieben und kann zum Beispiel hier das Bild, was dann von der Kamera aufgenommen wird, auch hier auf den Fernseher hier zum Beispiel streamen und eben auch direkt auf der Quest 3 aufzeichnen. Das ist ja das, was ich jetzt auch aktuell gerade tue. Also ich habe jetzt hier keinen Computer oder so angeschlossen, sondern diese Aufnahme läuft hier direkt auf der Quest im Standalone-Modus. Und das habe ich mit einem Unity Asset gemacht. Das nennt sich AV Pro Movie Capture. Es wäre jetzt relativ einfach gewesen, einfach nur so Bilder von dieser Unity-Kamera, also Standbilder irgendwo zu exportieren. Das ist kein Problem, aber um jetzt da ein Video irgendwie zu speichern, da muss man sich dann ja mit Codecs und so weiter rumschlagen. Da habe ich lieber dieses Asset benutzt. Und so kann ich jetzt eben, wenn ich jetzt hier da zurück umschalte, ja, kann ich mit dieser Kamera eben jetzt hier die ganze Szenerie in der dritten Person filmen. Hat halt für mich den Vorteil, dass man vielleicht als Zuschauer noch ein bisschen 'ne andere Art von Eindruck kriegt, wie die Spielfigur mit den Elementen hier in VR interagiert. Ist natürlich jetzt auch so, dass ein Benutzer der Software hier auch ein Video von sich machen könnte. Ja, und ich habe halt alle Einstellungen im Griff, wie zum Beispiel die Auflösung. Ja, dann kann ich das ja auch direkt mal nutzen und noch ein bisschen hier von der Software zeigen. Ich hole das Koordinatensystem hier mal ein bisschen näher, ne? Das kann ich hier einfach mit der Hand hier bewegen und dann holen wir uns hier auch noch mal unser Control Panel ein bisschen näher und das halte ich jetzt mal ein bisschen in die Kamera. So, adjustieren wir die Kamera mal noch ein bisschen. Ja, was kann ich denn jetzt hier zum Beispiel tun? Ich kann hier jetzt beispielsweise mal das Koordinatensystem größer machen. Dafür würde ich jetzt das mal so einstellen, dass eine Einheit hier auf der Achse mal nicht 0,4 Meter in der Realität ist, sondern 0,7. Ja, so, jetzt ist direkt mal größer. So, das platziere ich mal hier, dann sollte man das sehen können. Und das hier ist eben das Koordinatensystem. Gut, jetzt könnten wir ja mal die angezeigte Funktion irgendwie ändern. Dafür gehen wir mal hier in diese Formel rein.
Und was ich mal ganz gerne jetzt darstellen würde, ist mal eine Wellenfunktion um den Ursprung herum. Ja, für Wellenfunktionen verwendet man ja im Allgemeinen irgendwie Sinus oder Cosinus irgendwie. Das können wir hier ja mal versuchen. Nehmen wir mal trigonometrische Funktionen, Cosinus. Gut, so versuchen wir mal erstmal den Cosinus von x. Also wir haben ja hier in der Ebene die x-Achse und die y-Achse und nach oben ist eben die z-Achse. Versuchen wir es mal mit z gleich Cosinus von x. Die Achse geht jetzt auch aktuell sowohl x als auch y-Achse von -1 bis +1, z auch. So, gucken wir mal, wie Cosinus von x aussieht. Okay, ist relativ unspektakulär, weil wir eben nur von -1 bis 1 zeichnen und dann einfach nur von x abhängig sind und nicht von y oder irgendwas anderem. Ja, wenn ich jetzt eine Wellenfunktion um den Ursprung haben will, dann muss ich mir da noch ein bisschen was anderes einfallen lassen. Ja, der Abstand vom Ursprung, den können wir ja auf jeden Fall mal ausrechnen mit Wurzel von x² plus y². So, Wurzel von x², ne, so, x² plus y². Okay. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, okay. Schon ein bisschen interessanter, aber im Prinzip ist das jetzt einfach nur der Cosinus hier vom Abstand. Wir wollen ja wirklich ein paar Wellen. Also um jetzt mal ein paar Wellentäler einzufügen, würde ich sagen, muss ich das hier mal mit einem gewissen Faktor multiplizieren. Nehmen wir mal 10. Da müssten wir mehr Wellentäler und Hügel kriegen und vielleicht will ich auch nicht ganz bis oben hin, bis zur 1 irgendwie was haben, sondern ein bisschen niedriger. Dann würde ich mal sagen durch 5. So. Aha, so, das sieht ja schon ziemlich gut aus. Ja, das ist eigentlich schon genau, was ich haben wollte. Das ist jetzt hier eine Wellenfunktion um den Ursprung. Ja, und das sieht hier in VR in dieser Größe echt ziemlich gut aus. Im Prinzip brauche ich da jetzt auch diese Achsen und so nicht. Das können wir ja mal ausschalten. So, da haben wir unsere Welle. Vielleicht wollen wir auch, dass die Welle sich ein bisschen bewegt. Dafür würde ich jetzt mal einen Parameter noch einfügen in den Cosinus rein. Da ziehen wir mal einen Parameter s ab. Okay, und dann durch 5. So, jetzt setzen wir den S-Parameter. Wie machen wir das? Der müsste ja eigentlich so in der Größenordnung hier von ungefähr 10 liegen. Wir machen mal zwischen 8 und 20. Okay, und jetzt möglichst viele Schritte und die Animation ein paar Sekunden länger. Okay, dann können wir das mal abspielen. Naja. Ja, das sieht doch schon schön aus. So hatte ich mir das jetzt vorgestellt hier als Wellenfunktion. Passend zum Thema Welle habe ich übrigens auch hier in meine Software hier eine Umgebung eingebaut, die so ein bisschen unter Wasser hier spielt. Das heißt, jetzt können wir hier praktisch aus dem Fenster ja, unter Wasser dem Delfin zu gucken. Okay. Wir könnten jetzt auch das nochmal ein bisschen hübscher machen, indem wir die Farbe vielleicht ändern. Blau passt ja schon ganz gut, aber ich würde sagen, wir machen das mal ein bisschen transparent. Das geht hier, so Transparenz steht auf 1, setzen wir mal auf 0,7. So.
Ja, das ist eigentlich so alles, was ich irgendwie darstellen wollte. Also, ich finde halt insbesondere diese Möglichkeit jetzt ganz nett, dass ich mich jetzt hier in der dritten Person filmen kann. Und, ja, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wer das selber mal ausprobieren will in Unity und dazu Fragen hat, auch gerne schreiben. Ja, alles klar.